Wie kannst du aus einer laufenden Godot Engine 4 Anwendung die Startargumente herauslesen und verarbeiten? Mit GDScript und mit C#. Und kann man auch aus dem Editor heraus eine Anwendung mit Argumenten starten? Ich zeige dir, wie es funktioniert. Das hier ist eine neue Folge von ein Godot 4.3 Feature in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir diese Serie gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen, über ein Like auf diesem Video. Und deine Fragen und Feedback kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Starten wir direkt in GDScript und der Frage, wie nutzen wir Argumente? Wenn wir über die Konsole unsere ausführbare Datei starten wollen, können wir ein Leerzeichen angeben und dahinter auch durch Leerzeichen getrennt verschiedene Argumente. Dabei können wir einfach nur ein Wort hinschreiben, eine Schlüsselwertzuordnung, beginnend mit einem Minus oder auch einem Minus oder ganz anderen beliebigen Präfixen. Wir wollen ein Keyword Fullscreen haben für Vollbildmodus, wir wollen unsere Auflösungsbreite und Höhe haben, einen Benutzernamen, eine Farbe und eben ob Online- oder Offline-Mode gestartet werden soll. Dann können wir uns über die OS-Klasse mit der Methode getCommandLine-Arguments einmal alle einlesen, die angegeben wurden, und zwar diese hier. Und wir haben auch über die OS-Klasse die Methode getCommandLine-User-Arguments. Die Godot Engine hat noch ein Trennzeichen, und zwar können wir noch hier ein Plus angeben und dahinter weitere Arguments eben, die wir möchten. Nur es wird nirgendwo so wirklich erklärt, wofür das sinnvoll ist, deswegen lasse ich es hier auch mal in dem Falle weg, weil niemand redet drüber. Am Ende des Tages ist nur wichtig zu wissen, wir können beide Listen hierbei nehmen und die zu einer einzigen zusammenfassen und dann damit jede beliebige Logik ausführen. In unserem Falle habe ich mal eine ganz einfache Main-Methode nachgebaut. In der Main-Methode nutzen wir dann das gebündelte Array und wir nutzen unsere eigene Funktion tryGetArgument, um aus der Liste der Argumente eben ein bestimmtes herauszufinden und den Wert dahinter. Wenn wir das Ganze nicht finden konnten, kriegen wir hier in dieser Ausgabe null zurück und entsprechend können wir eine Aussage bilden. Wenn ein Wert, der nicht null ist, zurückkommt, haben wir es gefunden. Ansonsten haben wir Pech gehabt. Und wir suchen nach Window, Fullscreen, Breite, Höhe, Name, Farbe, Online- oder Offline-Modus. Dann geben wir uns alle Kombinationen einmal aus und dann können wir für diese Kombinationen auch Logik ausführen. Zum Beispiel, wenn wir den Fenstermodus erhalten haben, sagen wir dem Display-Server Fenster 0 im Fenstermodus. Bei Fullscreen das Gegenstück. Bei der Auflösung können wir uns die aktuelle einmal lesen vom Fenster und je nach Parameter, den wir erhalten haben, eben Breite oder Höhe manipulieren und das Ganze zurückschreiben, um das Fenster einmal anzupassen. Genauso können wir auch eben den Benutzernamen lesen, den ausgeben lassen, die Farbe des Spielers und entscheiden, ob wir im Online- oder im Offline-Modus hierbei arbeiten wollen. Um den Wert eines Arguments zu erhalten, nutzen wir unsere Funktion hier oben. Diese iteriert über alle Argumente in dem Array und fragt nach, ob das Ganze mit einem bestimmten Namen beginnt. Wenn dem nicht so ist, prüfen wir direkt das nächste. Haben wir einen Treffer gefunden, dann schauen wir, ob das Ganze nur ein einzelnes Wort ist oder eine Wertzuweisung. Wir gucken also, ist Gleichheitszeichen enthalten und wenn dem so ist, dann trennen wir diesen Text anhand vom Gleichheitszeichen auf in zwei Stück, nämlich Schlüssel und Wert und der Wert ist hierbei das, was zurückgegeben werden soll. Wenn das Ganze einfach nur ein normales Wort ist, dann wollen wir das Wort selbst oder alternativ auch hier bei True einfach zurückgeben. Und wenn wir es nicht finden können, haben wir grundlegend einfach null. In C# genauso einfach. Beginnen wir in der _ready-Methode. Wie bereits erwähnt, können wir die Anwendung in beliebigen Formen mit Argumenten versehen und starten und dann können wir unser Beispiel hier unten nutzen mit der Game-Exe und wir haben ein Wort wie Fullscreen, Fensterbreite und Höhe, wir haben Benutzernamen, Farbe und auch Online- oder Offline-Modus. Diese Möglichkeiten wollen wir hier nutzen und unser Game damit starten. Dann können wir hier aus der OS-Klasse eben die getCommandLine-Arguments-Methode aufrufen, um diese hier als ein Array zu erhalten. Danach unten drunter auch os.getCommandLine-User-Arguments für alles, was nach einem einzelnen Plus stehen würde. Haben wir hier oben nicht, also haben wir hier ein leeres Array. Und wenn wir die beiden miteinander verbinden würden, bekämen wir so ein Array, was hier All Arguments hieße. Und das können wir in unsere Main-Methode übergeben. In der Main-Methode führen wir dann jede beliebige Logik aus, die wir möchten. In unserem Falle also hier tryGetArgument, hier oben unsere Funktion aufrufen, um aus dem Array für einen bestimmten gegebenen Schlüssel eben einen Wert eventuell auslesen zu können.
Der Aufbau hier ist etwas anders als in GDScript und wir brauchen hier nur eine Zeile Code, um auch direkt die Aussage treffen zu können, kriegen wir den Wert ja oder nein. Und das machen wir auch hier wieder für alle Schlüsselwörter. Danach geben wir das Ganze genauso in der Form wie in GDScript eben aus. Haben wir es bekommen und wenn ja, welcher Wert? Und sonst genau wie eben auch in GDScript dieselbe Logik. Wenn wir den Fenstermodus erhalten, dann wollen wir die Anwendung in Fenstermodus versetzen. Wenn wir Vollbild erhalten, wollen wir als Fullscreen-Anwendung starten. Dann lesen wir die Auflösung. Wir manipulieren die entsprechend und schreiben die zurück hierbei. Und unten drunter haben wir auch noch Dinge für, wenn wir den Benutzernamen bekommen können, dessen Farbe, den Online- oder eben Offline-Modus, dann führe bestimmte Dinge aus. In C# brauchen wir nur eine Zeile Code zum Aufrufen und erhalten, denn try_get_argument gibt uns hier einen Bool zurück, true oder false für gefunden oder eben nicht und hinten einen Out-Parameter, um noch eine Variable nach außen zu geben mit einem bestimmten Wert. Und wir machen hier 1:1 dieselbe Logik. Für jedes Argument prüfe, ob es damit beginnt. Wenn wir es gefunden haben, teste, ob es ein normales Wort ist oder eine Wertzuweisung in dem Falle hat. Bei Wertzuweisung splitten wir anhand des Gleichheitszeichens und dann ist der zweite Eintrag aus dem Array eben unser Wert. Wenn das Ganze nur ein normales Wort ist, dann machen wir aus dem Argument hierbei eine Variante und geben diese zurück. Und wenn wir das Ganze nicht finden konnten, dann haben wir hier als Variant false, aber grundlegend sagt die Methode, nein, wir konnten das Ganze hier nicht finden. Jetzt wissen wir also, wie wir ganz simpel die Argumente verarbeiten können. Aber wie starten wir unsere Anwendung eigentlich mit den Argumenten? Um unsere Anwendung mit Argumenten zu starten, können wir das direkt im Editor testen. Wir nehmen mal hier alle Parameter, die wir gleich probieren wollen und machen hier mal STRG+C zum Kopieren. Dann gehen wir oben auf den Reiter Debug. Ganz unten haben wir hier Customize Run Instances und hier oben das Feld Main Run Arguments. Hier können wir einen Text eingeben, in dem Falle unsere Argumente durch Leerzeichen getrennt und wir machen OK und starten die aktuelle Szene oder eben das Projekt. Und wenn wir das machen, dann haben wir das Wort Fullscreen drin gehabt. Wir gehen in den Vollbildmodus und können ja mal im Hintergrund gucken, wenn wir hier mal Alt F4 machen, was so in der Konsole steht. Und wir stellen fest, hier haben wir unsere eigenen Argumente und der Editor hat da vorne dran gehangen, mit welcher Szene wir die Anwendung starten wollen. Die Info steht ja später aber nachher in unserer Project.godot, mit der das Ganze ja gebaut wird. Unten drunter haben wir dann, was wir kriegen konnten. Fenster haben wir nicht bekommen, aber Fullscreen haben wir bekommen. Genauso wie auch Breite, Höhe, Benutzername, Farbe, Online-Modus ja und nicht Offline-Modus. Wenn wir mehrere Instanzen der gleichen Anwendung laufen lassen wollen mit unterschiedlichen Argumenten, geht das auch über Debug, Customize Run Instances, hier oben den Haken Enable Multiple Instances aktivieren und dann haben wir einmal hier unten die Argumente für Anwendung 1, eben Online als Server und die zweite eben Online als Client. Einfach OK drücken und unsere Anwendung starten. Jetzt kriegen wir 2 Instanzen und somit eben 2 Fenster. Um eine fertig exportierte Anwendung zu starten, das gleiche Schema wie vorhin schon geteasert. Wir starten die Game.exe mit allen Parametern durch Leerzeichen getrennt und dann kriegen wir auch hier dasselbe Verhalten. Wir starten im Fullscreen-Mode und haben in der Konsolenausgabe auch hier alle Infos aus den Arrays plus die gleichen Ausgaben, was wir gefunden haben und mit welchen Werten. Und das war alles, was du über Konsolenargumente wissen musst. Ziemlich praktisch, oder? Kannst du es für deine Projekte nutzen? Schreib es gerne mal in die Kommentare und sonst lass einen Like, damit es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen willst und Feedback und Fragen natürlich genauso auch gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.